Der Microsoft Flight Simulator 2024 ist mit großen Zielen gestartet. Er sollte moderner werden, stabiler, leistungsfähiger und vor allem die Basis für die kommenden Jahre der Flugsimulation bilden. Der Kurs dorthin ist alles andere als geradlinig. Euphorie, Frust, Rückschläge und viele Diskussionen. Was ist seit dem Release auf den jeweiligen Plattformen PC, Xbox und PlayStation wirklich passiert? Wo steht der Simulator aktuell und was dürfen wir in 2026 realistisch erwarten? Lasst uns einen genauen Blick darauf werfen und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Eines vorweg, dieses Video ist zur leichteren Orientierung in Kapitel unterteilt. Wer möchte, kann also ganz bequem zwischen den einzelnen Themen hin und her springen. Vor dem Release auf PC und Xbox im November 2024 war die Erwartungshaltung eindeutig. Der Microsoft Flight Simulator 2024 sollte kein Update sein, sondern ein klarer Neustart. Eine neue technische Basis, bessere Performance und eine Plattform, die langfristig wachsen kann. Viele Nutzer haben darauf gehofft, dass bekannte Altlasten des Vorgängers verschwinden. Und diese Erwartung war nicht unrealistisch, sondern sie wurde aktiv so kommuniziert. Genau das erklärt, warum die Enttäuschung nach dem Release so groß war und der folgende Abschnitt so kritisch ausfallen muss. Denn der Release selbst war, nüchtern betrachtet, eine Katastrophe. Der Simulator erschien in einem Zustand, der für viele schlicht nicht akzeptabel war. Systemabstürze gehörten zum Alltag, Sitzungen waren instabil und die Performance schwankte massiv. In manchen Situationen war der Simulator kaum sinnvoll nutzbar und wirkte in Teilen einfach kaputt und unfliegbar. Das waren keine klassischen Startschwierigkeiten. Der Microsoft Flight Simulator 2024 wirkte zu diesem Zeitpunkt nicht wie ein fertiges Produkt, sondern wie eine unfertige Baustelle. Der daraus entstandene Vertrauensverlust begleitet den Simulator bis heute. Nach dem Release ging es also zunächst nicht um neue Features oder große Ideen. Microsoft und Asobo mussten reagieren und den Fokus komplett verschieben. Stabilität hatte Vorrang, das Eindämmen der gravierendsten Probleme stand über allem und oberste Priorität darauf, den Simulator überhaupt benutzbar zu machen. In dieser Phase war der 2024er weniger eine Plattform und mehr ein Produkt im Live-Notbetrieb. Visionen traten plötzlich in den Hintergrund, Reparaturen standen im Vordergrund. Die weitere Entwicklung fand fast ausschließlich über die Sim-Updates statt. Bis zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos waren es 4 größere Sim-Updates, die den Simulator Stück für Stück stabilisiert haben. Die ersten Updates konzentrierten sich darauf, massive Absturzursachen zu beseitigen und kritische Speicherprobleme in den Griff zu bekommen. Diese Änderungen waren für viele Nutzer kaum sichtbar, aber sie waren essentiell, um den Simulator überhaupt flugfähig zu machen. In den darauf folgenden Updates rückte die Performance stärker in den Fokus. Die Speicherverwaltung wurde verbessert, Nachladeruckler reduziert und das System insgesamt berechenbarer gemacht. Der Simulator lief dadurch nicht spektakulär besser, aber deutlich konstanter. Mit zunehmender Stabilität verlagerte sich der Schwerpunkt dann auf die Alltagstauglichkeit. Längere Flüge wurden zuverlässiger, zufällige Fehler seltener und der Simulator wirkte weniger fragil. Im weiteren Verlauf beschäftigten sich die Sim-Updates vor allem mit Konsolidierung und Feinschliff. Es ging um gezielte Optimierungen im Hintergrund und darum, ein tragfähiges Fundament für zukünftige Inhalte zu schaffen. Keines dieser Updates war für sich genommen der große Durchbruch. Die Verbesserung entstand durch ihre Summe. Heute, über ein Jahr später, ist der Microsoft Flight Simulator 2024 dort angekommen, wo er eigentlich zu Release auf PC und Xbox hätte starten müssen. Während dieser ganzen Prozesse kam plötzlich das Thema PlayStation auf, denn ein besonders komplexes Kapitel in der Geschichte des Microsoft Flight Simulator 2024 ist die Veröffentlichung auf PlayStation 5. Teils belächelte Vermutungen wurden Realität und der Release kam für viele überraschend. Nicht nur für die Community, sondern auch für weite Teile der Branche. Es gibt Meinungen, die behaupten, dass Abläufe auf den bestehenden Plattformen, also auf PC und Xbox, rückblickend deshalb so träge waren, da dieser Schritt von Anfang an geplant und in Umsatzzielen fest verankert war.
Die Ankündigung erfolgte ohne lange Vorlaufzeit und ohne klare Kommunikation darüber, was diese Version leisten kann und was nicht. Technisch ist die PlayStation 5 Version dabei ein Paradox, denn sie erschien in einem Zustand, den sich viele Nutzer bereits am 19.11.2024 zum Release auf PC und Xbox gewünscht hätten. Stabilität, Grundperformance und das allgemeine Fluggefühl wirken von Beginn an deutlich gesetzter und weniger chaotisch. Gleichzeitig fehlen auf PS5 bis heute zentrale Funktionen, ohne dass es dafür eine klare Vorankündigung oder eine schlüssige Begründung gegeben hätte. So existiert zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos nach wie vor keine Möglichkeit, Inhalte gezielt zu installieren oder zu verwalten. Auch der Rolling Cache, eine der wichtigsten Stellschrauben für Performance und Streaming-Stabilität, fehlt vollständig. Gerade für einen Simulator, der stark von gestreamten Daten lebt, ist das keine Kleinigkeit, sondern eine fundamentale Einschränkung. Warum diese Funktionen fehlen und ob sie nachgereicht werden, wurde bislang weder transparent erklärt noch zeitlich eingeordnet. Ein ähnliches Bild zeigt sich beim InSim-Marktplatz. Zwar ist dieser auf der PS5 vorhanden, Inhalte von Drittanbietern fehlen jedoch weiterhin komplett. Ja, das wurde so angekündigt, allerdings gibt es bis heute keinen belastbaren Zeitplan, ab wann diese Inhalte tatsächlich verfügbar sein sollen. Für die User bedeutet das, der Marktplatz existiert, erfüllt aber nicht die Rolle, die den Microsoft Flight Simulator seit Jahren prägt. Das Add-on-Ökosystem, das auf PC und Xbox einen zentralen Bestandteil der Langzeitmotivation darstellt, ist auf PlayStation bislang nur eine Perspektive. Auch problematisch ist zudem die Situation rund um die Peripherie. Der Release kam so überraschend, dass sich Hardwarehersteller faktisch nicht darauf vorbereiten konnten. Yokes, Sticks und Throttles, die für eine Flugsimulation essentiell sind, waren zum Start, bis auf die auf meinem Kanal gezeigten Lösungen, schlicht nicht verfügbar. Wichtig ist hier die Einordnung. Denn das ist kein Versäumnis der Hardwarehersteller. Seid euch dessen sicher, denn diese würden bereits jetzt gerne Umsätze mit der Hardware generieren. Es ist ein Versäumnis von Microsoft Asobo, die mit einer sehr kurzfristigen Release-Ankündigung keine Planungssicherheit geschaffen haben. Bis heute gibt es keinerlei konkrete Angaben, ab wann entsprechende Peripherie verfügbar sein wird. Weder Zeitfenster noch Roadmaps wurden kommuniziert. Unterm Strich wirkt die PlayStation 5 Version aktuell wie ein technisch solider Einstieg, ja, mit toller Umsetzung für den DualSense Controller, aber mit angezogener Parkbremse. Das Fundament stimmt, der Simulator läuft weitestgehend stabil, aber zentrale Systeme, Inhalte und die passende Hardware fehlen noch. Auf dem Papier ist der Microsoft Flight Simulator 2024 eine Version für alle Plattformen. In der Praxis existieren jedoch mehrere Realitäten. Die PC-Version ist technisch am weitesten und wird, machen wir uns hier nichts vor, das auch immer bleiben. Die Xbox-Version funktioniert mit Einschränkungen und die PlayStation-Version befindet sich noch im Aufbau. Vergleichsvideos suggerieren oft Gleichstand oder vergleichen Zustände und keine Versionen. Oft werden wichtige Unterschiede ausgeblendet, was in die Irre führen kann. Ein weiterer wichtiger Punkt, der InSim-Marktplatz, der mehr und mehr vom Vertrauensanker zum Qualitätsrisiko wird. Der InSim-Marktplatz war von Anfang an als eine der großen Vorteile des Microsoft Flight Simulator 2024 gedacht. Ein zentraler Ort, an dem Inhalte geprüft, sicher integriert und plattformübergreifend verfügbar sind. Besonders wichtig für Konsolensimmer, die keine Alternative dazu haben und nicht, wie User am PC, direkt bei Drittanbietern kaufen und installieren können. In der Praxis hat sich dieses Versprechen immer weiter aufgeweicht. Seit seinem Start wird der Marktplatz zunehmend von minderwertigen Inhalten fragwürdiger Drittanbieter geradezu überschwemmt. Produkte mit oberflächlicher Umsetzung, mangelhafter Optimierung und oft irreführenden Beschreibungen drängen sich zwischen hochwertigere Add-ons und sind für viele Nutzer kaum von diesen zu unterscheiden. Hinzu kommen fragwürdige Sterne-Höchstbewertungen, die eine Einschätzung für jemanden, der sich noch nicht so lange mit dem Thema beschäftigt, nahezu unmöglich machen und bei denen sich erfahrene Nutzer fragen, wie diese überhaupt zustande kommen können. Das eigentliche Problem ist dabei nicht, dass es günstige oder einfache Inhalte gibt. Das Problem ist, dass Qualität und Mehrwert kaum noch klar erkennbar sind. Der Marktplatz suggeriert durch seine bloße Existenz eine Form von Qualitätskontrolle.
Viele Nutzer, gerade Einsteiger oder Konsolenzimmer, gehen davon aus, dass Inhalte dort geprüft, empfohlen oder zumindest technisch sauber umgesetzt sind. Diese Erwartung wird immer häufiger enttäuscht. Statt klarer Kuratierung entsteht der Eindruck eines offenen Verkaufsraums, in dem Quantität vor Qualität steht. Neue Inhalte erscheinen regelmäßig, doch nur selten wird transparent kommuniziert, nach welchen Kriterien sie zugelassen wurden. Hinzu kommt, dass problematische Add-ons oft nicht sofort als solche erkennbar sind. Erst nach dem Kauf zeigen sich schlechte Performance, instabile Implementierungen oder schlicht enttäuschende Umsetzungen. Rückgaben sind eingeschränkt, der Frust bleibt beim Nutzer. Mittel- und langfristig ist das hochproblematisch. Denn ein Flugsimulator lebt auch von Vertrauen. Vertrauen in die Plattform, Vertrauen in Erweiterungen und Vertrauen in das Ökosystem. Wenn Nutzer nun beginnen, den Marktplatz grundsätzlich zu meiden oder ihm nicht mehr zu trauen, schadet das nicht nur den Käufern, sondern auch seriösen Drittentwicklern, die hochwertige Inhalte liefern, aber im selben Umfeld untergehen. Und nochmal, besonders kritisch ist diese Entwicklung für Konsolenzimmer. Für sie ist der InSim-Marktplatz auf Konsole die einzige realistische Bezugsquelle. Gerade dort müsste Qualitätssicherung oberste Priorität haben. Aktuell entsteht jedoch der Eindruck, dass wirtschaftliche Masse wichtiger ist als langfristige Stabilität des Ökosystems. Verdient schließlich Microsoft an jedem verkauften InSim-Marktplatzartikel mit. Das ist kurzfristig profitabel, aber mittel- und langfristig gefährlich. Der Marktplatz ist kein reines Komfortfeature mehr, sondern entwickelt sich immer mehr zu einem kritischen Faktor für die Zukunft der Plattform. Ohne klare Qualitätsstandards, transparente Zulassungskriterien und sichtbare Konsequenzen für mangelhafte Inhalte droht der Marktplatz vom Verkaufsargument zum Vertrauensproblem zu werden. Gerade mit Blick auf die kommenden Jahre und den Ausblick Richtung 2026 wird sich hier entscheiden, ob der Microsoft Flight Simulator 2024 als seriöse Simulationsplattform wahrgenommen wird oder als Sammelbecken für beliebige Inhalte. Der InSim-Marktplatz ist damit nicht nur ein Nebenschauplatz, sondern eine der zentralen Baustellen, die über den langfristigen Erfolg des Microsoft Flight Simulator 2024 mitentscheiden wird. Mit Blick auf 2026 lässt sich eines klar sagen. Der Microsoft Flight Simulator 2024 steht am Anfang seiner eigentlichen Lebenszeit. Statt großer Revolutionen ist eine kontinuierliche Weiterentwicklung zu erwarten. Weitere Stabilitätsverbesserungen, gezielte Performance-Optimierungen und eine schrittweise Angleichung der Plattformen sind realistischer als spektakuläre Featuresprünge. Der Fokus von Microsoft, Asobo und auch der Drittentwickler wird sich zunehmend auf den Microsoft Flight Simulator 2024 verlagern. Der 2020er wird dabei mehr und mehr zum Bestandssystem, während der 2024er zur Zukunftsbasis wird. Und damit stellt sich die Frage für manchen, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, endgültig vom 2020er auf den 2024er zu wechseln? Für viele Nutzer lautet die Antwort heute ja. Nicht aus Euphorie, sondern aus Pragmatismus. Der 2024er ist inzwischen stabil genug, alltagstauglich genug und zukunftsorientiert genug, um den 2020er realistisch zu ersetzen, auf allen Plattformen. Der 2024er ist kein Zwangsupgrade, aber erstmals ein ehrliches Angebot. Ja, er hatte einen der schwierigsten Starts der Seriengeschichte. Hausgemacht, vermeidbar und das darf man nicht vergessen. Gleichzeitig wäre es falsch, den Simulator heute noch an diesem Start festzunageln. Der aktuelle Zustand zeigt eine Plattform, die stabiler, berechenbarer und erstmals klar zukunftsfähig ist. Die 4 Sim-Updates haben keine Wunder vollbracht, aber sie haben Ordnung geschaffen und ein tragfähiges Fundament gelegt. Wenn Microsoft Asobo aus den Fehlern gelernt haben, die Qualitätskontrolle insbesondere im Marktplatz ernst nehmen und die Plattformen nicht weiter auseinanderdriften lassen, dann hat der Microsoft Flight Simulator 2024 das Potenzial, die stabilste Basis der gesamten Seriengeschichte zu werden. Und jetzt stellt euch das einmal im echten Crossplay vor. PC, Xbox und PlayStation fliegen gemeinsam. Es wäre ein Träumchen. Vielleicht muss die Community in verschiedenen Punkten ihre Wünsche nur laut genug immer wieder formulieren. Die Reise ist noch nicht zu Ende und erstmals seit dem Release führt der Kurs klar nach vorne. Jetzt interessiert mich deine Meinung.
Wo siehst du den Microsoft Flight Simulator 2024 heute? Und wo glaubst du, steht er am Ende 2026? Schreib mir das gerne in die Kommentare hier unter diesem Video, genauso wie Ergänzungen und Fragen zum Thema. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lasse zur Unterstützung dieses Kanals bitte Däumchen und Abo da. Aktiviere die Glocke, um keines der kommenden Videos hier auf Andiana TV zu verpassen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche eine gute Zeit und bin raus. Schön, dass du da bist. Andiana TV, wir heben ab. Ready for Pushback, ready for Flight. MSFS Stream, wir sind live on site. Crew ist im Chat, die Stimmung ist Pro. Wir starten gleich durch, also gebt mir ein Go. Sonnenaufgang im Cockpit, die